Sehr guten Morgen. Ich grüße in den Namen von unserem Herrn Jesus Christus, sein Namen, was über alle Namen ist, mag sein sehr wertvoller, derer Fried wirklich mit jeder einen sein. Einzig und allein an Jesus Christus kann wir diesen Fried haben. Mir ist das interessant, hier mal war nie gesagt zu sein, und ich mag in seiner Welt kommen, heute hier so. Falls ihr hier tüßig, und ich wünsche, ihr könnt geloben sein und könnt aufmerksam sein für das Wort Gottes. Mir ist es wirklich ein sehr großes Verreich gewesen, war zu dürfen und zu denken, diese Gelegenheit zu haben, am Wort Gottes nachzugehen, und Frauen, dem Herrn Jesus Christus, Wort als die Botschaft von dir. Ich war unsere Botschaft von der Nahen, was jehieet zu ein Leben von ein Christ. Und das den Textvers, was ich mir dort gewählt habe, ist in Kolosser 4, Vers 2. Aber was jehieet zu ein Leben für ein Christ. Dort war wir durch an der ersten 6 Vers, wo wir sein, was jehieet zu ein Leben von ein Christ. Das Textvers, der hat 3 wichtige Dinge, was er betont hat. Und das Part von, was jehieet zu ein Leben von ein Christ. Aber bist du hier und weißt noch nicht, als du ein Christ bist, als du ein Kind Gottes bist. Ich glaube, du bist mal ein Gewass und für all die Dinge, die im Leben alles zu Mann gekommen, du bist dir nicht mehr sicher, als ich dort noch einmal sehe. Sehe ich noch einmal ein Christ. So, was jehieet zum ein Christ war, so das ist. Was jehieet zum ein Christ war. Ist das selbstverständlich, wenn wir geboren sind, dann sind wir auch ein Christ, weil die unsere Welt dort büten, die Mehrheit, die läuft, dort, wir sind alles Menschen und wir sind alles Gottes Kinder. No, die Bibel erklärt dort, wer wahre geboren ist, das ist nicht geboren von irgendeinem fleischlos, menschenlos, Sex, was hier angeht, wo Menschen herkommen, nicht? Das weiß wir. Wer von Jesus geboren ist, der ist von Gott geboren. Diese Geburt ist mir sehr wichtig. Wenn wir in Johannes 3 lesen, dann die Wiederholung, wo Jesus mit Nikodemus sagt, dort steht dort ganz klar, dass wir nicht ein Kind Gottes sind, wenn wir nicht von Nien geboren sind. So, zum Weiten, wo kann ich ein Christ werden? Dann werden wir unsere Bibeln drehen, nur Römer Kapitel 10. So, weil wir dort, da will ich nicht ausloten, was jehieet zum ein Christ werden, was jehieet für ein Leben von ein Christ. Dort sagt in Römer Kapitel 10, Vers 9, da sagt dort, wenn du mit den Müll Jesus als Herr bekennst. Wieso fehlt uns ein Herr, wenn wir weiten uns selbst gleich? Nicht mal an diesem Leben, viel werden ja an der kommenden Zeit. Wenn du mit dem Müll Jesus als Herr bekennst und glaubst, dass Gott von dort abgewirkt hat, wirst du seilig. Wer von Horten glaubt, wird gerecht. Weil ja eine Gerechtigkeit, weil alle Mann besatten. Viele wollen dort besatten mit einer Gerechtigkeit, mit zu wenig Kirche gefahren, mit wenig Leute mehr antreten. Und so sind ein Teil Dinge, was von der Vater wir fahren. Aber wir wollen eine Gerechtigkeit, die bei Gott gelten. Und diese Gerechtigkeit, mit der will Gott uns antreten, aber dort brauchen wir Glauben. Was Glauben? Erstens, dort wir Sünder sind, dort wir helflos sind, wir sind verloren. Wir brauchen einen Herr. Wenn du mit dem Müll Jesus als Herr bekennst und glaubst, dass Gott am von dort abgewirkt hat, wirst du seilig. Wer vom Horten glaubt, wird gerecht.
Und wer mit dort Mühl bekannt wird, seilig. Der Schrift sagt, wer immer und am bleibt, wird nicht zu schonen worden. Kann wir uns vorstellen, die ganz letzte Gelegenheit in dieser Gnodenszeit, diese freie Gnodenszeit, diese friedliche Gnodenszeit, wo wir beiden leben da und nu sind ich was engen, ich habe das, was ich ganz für Frieden haben kann, bloß und das habe ich vermisst. Das wird sich ans nur der geradste schon verkommen wird, ja. Das sagt, der wird nicht zu schonden worden. Wir sind fertig, wie kann der mit so einem so zu schonden? Ja, wir haben Karten, der kommen nicht so ut, und Menschen sagen dort, was wir haben wollt, und dann selber sich so zu schonden. Aber, was du nicht zu schonden worden, für wo die Wurst die in der Ewigkeit bringen, dann glaubt das du in Sünderbas und dass Jesus mit seinem Blut hat, deine Sünden alle betont. Ich sage all, der beste Mann, die glaubt, ich will vielleicht mal bekehrt, ich weiß nicht mal ganz genau, was ich will, ich weiß nicht genau, was ich glauben darf, oder als ich von der noch ein Kind Gottes sein. Oder ich glaube vielleicht, oh ja, ich habe das ganz ernst für, aber da sind so viele Dinge am Mann gekommen. Aber dann habe ich noch ein Trost. Dann sagt uns die Bibel dort, wir haben einen Vermittler durch. Wir haben da einen Vermittler. Wenn wir an unseren Anfall kommen, Herr, denken, von Reden und von Beten, das ist wirklich lang nicht durch. Lang nicht durch. Wenn das nicht für das Vermittler stand, wo wird ein Gebet verhebt, wie Gott euch sein? Das wird nicht möglich sein. Wenn er guckt, legt nur uns als verlorene Schweinchen sind. Kriegt für das, was wir sagen. Aber der Jesus Christus und dort wie das Leben, dort wie absolut nichts zu tun kann, dort das ganz für frei ist, kriegt er uns an, begnadigt. Du vertrüst und läufst, was ich die beide, dessen Sehen Gottes sein Blut, streckt deine Sünden aus. Begnadigt, dass du das läufst. Ich kann mir das besser nicht vorstellen. Ich sehe hier nur diesen Vers, denke, wusste der Vers, dass das sagt, dass wir einen Vermittler haben? Ich glaube, der ist in Thessalonicher, mir hat den zu lesen. No, ich glaube, das ist in Timotheus. Weil ich gehe noch mal Dinge an, was ich nicht gedacht habe, dass ich von der reden. Und dann fehlen mir die hier. Das ist in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5. Du sagst dort, willst du als ein Gott und du als ein Vermittler zwischen Gott und Menschen. Der zwischen Gott und Menschen steht. Der Mensch, Christus, Jesus. Weil ihr das schafft nicht so, ich will mal Christus und ihr habt mich vielleicht all lang versündigt oder ich weiß auch bloß, vielleicht sehe ich nicht sehr empfehlen, ich sehe im Bett legaltig, mein Leben wird bloß gleich wirklich Gott verherrlichen. Weil ich sehe gleich heute am Jazz mit das verlangen. So, und das ist eine Sinn bei Gott. Okay, dann war ich morgen, war ich nicht mal 3 Jahre und naht schafft besser. Und dort war das, dann war uitlecken und dann sehe ich, dort war schafft es dort? Nee, das schafft gleich so dort. Du hast eine Genut. Eine Genut Gottes, und der ist immer wahrer durch. Und der braucht wie immer wahrer, diese Genut. Gott ist uns wahrer gnädig. Er erklärt dort an sein Wort, dass er sagt, Genut am Genut und mehr Genut. Das, was sein Wort ist, und das, was er mit uns hat. Römer Kapitel 8, du hast auch ein ganz interessanter Vers. Wir werden Luther nur die Botschaft kommen. So, ich hatte ihn vergessen, den Vers. Ich wusste ihn das. Aber das redet durch davon, dass unsere Gebete für Gott sind am vollkommen. Und der Jesus Christus sind die ganz vollkommen. Und das ist, was ich von dir sind, wenn wir unsere Sünden nach Jesus bringen. Aber falls du so mit und meine Sünden gleich so leid aus mir so und dann.
dann stell dich vor, von Gott getraut zu sein. Was je mir das nochmal so. Trage ich wirklich leid für das Ding, was bloß bei Reich steht. Ich bete Gott, er soll mir ein Leid geben. Ich will nicht glücklich sein für die Dinge, die bei ihm nicht angenehm sind. So, wenn wir nun Kolosser Kapitel 4 gehen, und du, wo wir lernen, was zu ein Christenleben gehören wird. Was gehört zu ein Leben von ein Christ? Du sagst das erste, halt an mit Beten. So, wenn du ein Christ bist, das wird für Lebenszeit machen bei dir sein, dass du beten lässt und dass du anhaltend bleibst mit Beten. Peter Klaassen laut hier an zur Gebetsstunde. Wir müssen noch schon zu sagen, wir sind hier Messkämmel. Das dreht kämmel so ut, und so Arbeit ist immer so, dass das schafft alle Tag nicht ut. Und das ist schein Ferien und das tun vielleicht auch alle so stehen, ne? Aber dem wird weiterloten, wir waren von der 2 Stunden abhören, wir haben Gebetsstunde. Da wurde ihm nicht noch schön, dass das sein merken, aber das merkt sehr viel sein. 100%, und das ist wichtig, sehr wichtig. Weil wir kommen auf, als ein Christ, ja, wir aufkommen und warm werden, wo nicht mehr dahin ist. Das sagt, wir sollen anhalten mit Beten, und das gehört zu ein Leben von ein Christ. Anhalten bleiben mit Beten. Und dann sagt das, seid wacker. Wie viele Dinge sind an uns Leben, wo wir sollen wacker sein? Na, die können wir nicht abnehmen. Wir sollen wacker durch ihre Stunden, was geht über unsere Familie an. Wenn ich kicke dann nur den Brief, nur den Bettbrief, was Paulus hat zu Timotheus geschrieben, man, dann denke ich so, mag ich wacker sein? Wo wichtig sind dem alle Dinge? Wenn er lernt, wo ein Lehrer soll sein. Ein Lehrer soll so sein, dass er versteht sein Haus fertig tun. Als wenn das nicht, dann versteht er nicht die Gemeinde fertig tun. Ich freue mich nochmal, ich wundere, wer sich hier bin, so fällt, dass er das wirklich kann. Und wir wollten das Kinder merken, ihre eigene Entscheidung. Und wie das auch war, unsere Verantwortung. Wir sollen wacker stehen durch ihn. Und wir würden, dass wir keinmal würden ein Prediger für die Entscheidung, was die Kinder merken, den Prediger, den Lehrer anwürdig stellen. Ich glaube nicht, dass das reich ist. Anhalten am Gebet und wacker sein. Und dann ist das nächste Ding. 3 Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind. Was gehört zu ein Leben von einem Christ? Wenn du all wahre geboren bist, du weißt, dass du bist Gott sein Kind, dann sind das 3 Dinge, die du pflegen musst, durch dein Leben. Ich muss das immer wahren. Und mir ist nicht so angenehm, als wenn ich mich fängt an, dass ich sie andankbar. Dat ze trade denk hier so. Und sie dankbar. Anhaltend am Gebet, seid wacker und seid dankbar. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann gehören diese Dinge zu dir. Wenn du nicht ein bist, dann lade ich die an und sei dir, wo einfach du dort wollen kannst. Und wenn du nicht mehr näher weißt, dann denk du an, was Jesus gesagt hat. Dass ich von dem Himmel eine steht für die Reitmerken. Paulus sagt hier so, ich sehe ein Vermittler durch so bei dir. Bet ihm an. Er wird die Ware vertreten mit dem Führer. Und wir leben an einer Zeit von einer sehr wertvollen, goldenen Gnade. Wenn wir nur Vers 1 gehen, da sagt die Herren, sieht gerecht an, was sich dort jehieet, zu jene Knechts. Und denkt daran, die haben am Himmel auch einen Herrn. Und wenn du ein Christ bist und du hast Arbeiter, dann ist das eine Abgabe, dass du hier an Wacker bist. Wo bist du zu deinen Arbeiter?
Wir waren 1. Timotheus gehen, Kapitel 1, und dort 2 Verse lesen. Wir wollen hier noch wieder gehen, aber du redest noch ein bisschen mehr Krieg von das. Du sagst Paulus zu Timotheus, sagt Jesus das. Paulus, Jesus Christus, den Apostel, angestellt von Gott ans Heiland und von Christus Jesus, der unsere Hoffnung ist. Und dann sagt er hier, nur Timotheus, der durch den Christen Glauben mein rechter Sehn geworden ist. Ich wünsche ihm Genug und Friede und Mitleid. Ich wünsche Ihnen Genug und Friede und Mitleid und Friede von Gott, dem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. So, das ist nicht der Vers, wo ich nur utsehe. So, an dem Vers, wo ich nur utsehe, der liegt auch von, dort ein Sehen, oder ein Arbeiter, was ein Wirt hat, er soll nur Segen im Frieden leben mit denen. Und der Wirt kriegt so zu den Arbeiter. Wenn wir unsere Bibeln drehen, 3. Mose 24. Vers 42 und 43. Du sagst es dort, die Israeliten sind meine Knechts, weil ich an uit Ägypten rütgebracht habe. Durch wen dürfen die nicht als Sklaven verkauft werden. Du sollst die verdienen Gott fürchten und nicht mit Gewalt über an regieren. So wir sehen dort hier so am Alten Bund, all ganz am Anfang, dort als Gott die Israeliten aus Ägypten rausladen, da wie eine große Ursache für. Dort sie dürfen nicht mehr Sklaven sein. Aber das Sklaven sein, das ist ein Bild von der, wir dürfen nicht Sklaven sein für den Feind mehr. Jesus Christus ist gestorben. Wir dürfen nicht mehr seine Sklaven sein. Du hast ein Weich von dir los. Wir lesen uns an Römer Kapitel 10 von mit uns Mühl Jesus bekannt. Das scheint uns vielleicht zu einfach zu sein, aber hier ist eine so eine wirkliche Wahrheit dann. Und wenn du dort mit einem Christ kommst, was du weißt, der ist soll am Glauben, das wird dich noch ein Grad Sehen bringen. Und das ist Gott sein ganzes Verlangen noch viel gerader, als dass wir nicht Sklaven sind, zum für Menschen schaffen, als dass wir nicht Sklaven sind, dass wir machen dem Feind ein. Vers 53 und 5. Mose 24, du sagst, so als ein Deus aber soll jeder Jahr bei dem sein, aber jeder dort nicht toluten, dort der Tom Sklav merkt. So, das wird am Alten Bund wir. Er kann jeder Jahr bei ihm sein, aber er soll nicht mehr ein Sklav sein. Und wenn ich an das Alte Bund denke, ich kann das nicht anders als das Taubfuten und denken, eine Meinung, eine jährliche Meinung darüber, was Jesus zu uns sagen will und was Jesus für uns getan hat. Wenn wir hier so wieder gehen an Kolosser, Kapitel 4, Vers 3 wieder, du sagst, bet auch für uns, dass Gott mag eine der aufmerken für sein Wort. Und dass wir dort Geheimnis von der Rettung durch Christus Jesus predigen können. Dort ist, wo wir ihn einsetzen. So, hier sind mehrere welche Bemerkungen. Paulus sagt hier, bet auch für uns. Er schreibt diesen Brief und ist ein großer Prediger, ein großer Missionar
en dat hij nu gebed vraagt. Dat is mij wertvoll. En dan zei hij, dat Gott mag eine der opmerken, wo wir kann das Geheimnis von der Erfahrung anbringen. Wir haben dort handig. Hier sind vielleicht nie Menschen von dir, die das Geheimnis von der Erfahrung noch nicht verstehen können. Vielleicht höre ich wer wo. Online. Und kann das Geheimnis von dir hören. Und auf diese Gelegenheit, das zu tun. So, aber das ist unsere Aufgabe, dass wir wacker bleiben und wieder beten tun. Und dass wir dankbar sind für die, was sich all bekehrt haben. Wacker bleiben auch über Sinn, was das sind an uns Leben. Was das sind an unsere Brüder erleben. Was das sind an der Gemeinde. Der Fintere spricht dort nicht. Wir können nur die ganz beste Zeug für der Fintere spricht dort reichen nicht. Wir können uns der Ring und beste Kleider antreiben. Der böse Fintere spricht dort reichen nicht. Der wird uns Leben versuchen zu vernichten, zu bodern, so sei aus er kann. Weil wir wacker sind dafür, weil wir topfuten am Gebet. Und dankbar sind für das, was dem Herrn Jesus haben und gern am dein Willen. Und was auch für der beten, wusste der für mich, wo kann ich mehr dein? Paulus erwähnt dort hier, weil wir beten für eine offene der, wo wir das Geheimnis von der Erfahrung haben bringen können. Bei vielen ist das noch ein Geheimnis, bei Paulus ist das nicht mehr ein Geheimnis. Aber er weiter dort, bei vielen ist. Diese Gnade in das vollbrachte Opfer ganz unweinig, dass ich die Erfahrung, die ich dort habe, das ist ein volles Geheimnis bei vielen Menschen. So sage ich sehr, viele, ich habe von dir nicht reich gelebt. Ich werde den nächsten Tag sein, so viel besser zu leben, und dann wird sich dort wahre auslegen. Ich werde das auch mal so zu haben. Wann mein Eingut sein, wann dort dann bloß am besten wird. Ich soll mich bestreben, dass das Vernünftige für immer wird am besten sein. Nicht groß für mein Eng. Weil die viele Menschen, die schieben diese Erfahrung ganz oft, die hören dort von klein an, dass sie sich sollen nur Jesus drehen. Und hat ganz Jesus übergeben, aber das Leben vom Fleisch, das ist so, was das Fleisch so erscheint, du wirst schieben, der das immer auf. Und ich habe auch für viele Jahre getan. Und du wirst sehr dankbar für die Gnade. Bet für uns, dass Gott mag eine der merken für sein Wort und dass wir das Geheimnis von der Erfahrung der Christus Jesus predigen. Dort ist, wo wir ihn ansat. So, das ist die Ursache, für was ansat. Wen dort das Geheimnis predigen wird, wo Menschen können gerat sein. Weil wir mal sein, aus uns Glauben reich steht, wir würden nur ein Teil zu tun können. Wir dürfen von dieser einfachen Erfahrung die Menschen bloß bodern gehen. Ich wundere, wo wir würden heiraten. Und am Vers 4 sagt der Bet Gott daran, dass ich dort mag so klar sein, als ich soll. Das ist ein sehr wichtiges Ding. Wo es uns ganze reden, wann wir mit einem Menschen zu tun haben. Dass ich dort mag so klar sein, als ich soll. Weil wir können so sein, dass ein Mensch die Wahrheit einmal erfährt. Wir können einmal bloß mit ihm sein. Und dann, wo er redet, wir können mit ihm sein. Das ist interessant, was wir erfahren können mit Menschen. Die glauben dort, dass, wenn sie am größten Trouble sind, dass wir glauben auch noch, dass sie reich sind. Und ein damit Ding abzugeben. Und das ist dort wichtig, dass wir dort wollen so sein, als ich soll. Paulus sagt, bet für mich, dass ich dort so sein, als ich soll. Mein Wunsch und Gebet ist von jeder einen von denen, wo immer die sind, dass die wollen dort sein, so als wir dort sollen sein. Und was die reden, dass die dort wollen so reden, als wo jeder dort reden soll. Und dann sagt er, lebe weise für dich, die noch nicht zu der Gemeinde gehören, und dort die Zeit Gott brauchen. Wenn ich die wieder betrachte, da wird es sein, dass mich das so zum Sehen,
Das ist mir so interessant. Für die, was noch nicht zu der Gemeinde hier, für die Wesen leben, weil ich habe wie vielmals die Gemeinde in Jerusalem schienen, dass die Menschen das kein Verlangen haben, zu einer Gemeinde hier. Viele, die klar sind an Christus und die wissen dort, wo eine Gemeinde eine schwere Zeit hat zu stemmen, die rettet von der Gemeinde gleich weg. Die macht näher mehr zu einer Gemeinde hier. Und das sind ein Teil so eine Bekenntnissen, ja, ich will für Gott leben, ich will tun, was ich kann. Aber mir an den Sachen nochmal war umbiegen, was an eine Gemeinde ist, da will ich nicht mehr. So, aber wir haben eine große Abgabe, reich zu leben, nur Frieden zu trachten, wenn wir an die Bergpredigt denken. Die ganze Seligpreisung, was Jesus durch Jahre an der Bergpredigten, das sagt nicht ein Ding, dass das war geraten worden. Das meint alles, wenn wir da waren, Eiven und Praxisen, dass dort war wir an diesem Leben glücklich und froh waren. Die Reden soll immer leiftulich und interessant sein, bemächtigend, und jedem so zu antworten, dort Gott für ihn ist. Okay, ich sehe all, wir können so reden, mit Menschen mitreden, aber zuletzt haben wir ein Gewand dabei, wenn wir bloß mit ihm mitreden. Letztes Henry Weber hat eine Predigt gebracht. Ich habe für den Mann gebetet. Ich wusste, dass er würde predigen. Und ich habe für den Mann gebetet. Und ich krieg Schläge. Ich krieg Strache geholt. Und ich ging nach ihm begeistert und ich sagte, das ist, was wir dafür haben, dass wir für die gebetet haben. Aber sprechen liegt uns sehr klar, dass die Strafe wird ein Wesen sein, was dort zum Nutzen sein. Ein Prediger sagt, so eine Predigten, wo ich mich nur nicht zu sein kriege, da befahre ich, dass mir da irgendwas halten dann. Aber das ist eine Abgabe und wir sollen wachen und anhalten. Wir sollen am Gebet für das sein, dass unsere Rede wird interessant sein, dass es wird leiftulich sein, was den Nächsten halten soll. Wir sollen wachen bleiben für das. Und ich sage Ihnen mal einmal, wenn wir ein Ding darüber ankommen, das ist bei uns ganz nützlich. Bei unserer Familie, Tüß, Ben. Das sind Dinge, wo das Dollste darüber ankommt. Und du können wir uns üben. Zu unserer Früh, du hast nichts nur. Und du hast nichts, was du bei so findest, was schlechter lieben kann, als Gemeinde und Ehe. Die Dinge, die von Gott kommen, wo Gott sich beim spielen will, wer er ist, der kann die Böse finden, nicht lieben, die wollen vernichten. Wenn natürlich nicht, wenn die hier, wo dort an Gemeinde es nicht schaffen, der mehr, wenn die jehieet haben, wo die am Vier sind, wo die eine Leib haben, für das Evangelium rüttrauen, dort so laut, die waren leer. Die kommen leer. Wer in der Böse findet, kann das nicht leiden. Und das ist dort, wo Jesus nur war, nur die Gemeinde. Wo war die Böse findet, verschont? Das ist noch nicht sein. Wenn Gott gesagt hat, dass wir sollen bei unserer Ehe sein, was er dort uns schäden wird, glaube ich, dass die Böse findet sein wollen, dass wir das dort tun. Und da hat die Bibel uns zum Frieden beraten. Ich habe diese letzte Weg viel von dort studiert. Das ist wundervoll. In diesem Fall, Gott sagt, ich habe ihn beraten, in Frieden zu leben. Mit Jesus Christus. Die Reden soll immer leiftulich und interessant sein, bemächtigend, und jedem so zu antworten, dass das gut für ihn ist. So, wir noch nur Kolosser Kapitel 1, Vers 10 bis 14 lesen. Wenn ich von reden da, wo wir Gemeinde sein, wo die Finde nicht verschont hat, aber dann habe ich nur ein Trost. Jesus hat gesagt,
dat de Poorten van de Hal, wat bij zijn vriend zal essen, wil het vernichten. Hij wordt de gemeente niet ontkrijgen. Man, ik val mijn vrouw, ik zie je lopen door eeuwen. De geraadste tafelsmaak wat dit niet ontkrijgen, want het mijn en dien wens is, dat we onderstellen ons God, zoals hij dat aan zijn woord leert. Dus keine hoopning van. Waar we dem Feind nicht das Kredit geben, dat we meinen, dat hij dat kan. Willst dat kan hij bloß nicht. Gott hat diese Welt erschaffen. Der Feind wordt van alles zoveel gebruik merken als hij kan. Kolosser 1 van vers 10 tot 14. Ik wil vers 9 ook lezen. Voorts vandaan aan, als we dat hielden, hielden we aan voor jullie te bidden. We bidden dat God jullie mag te verstaan geven wat zijn willen voor jullie is. En dat jullie dat niet aan jezelfde aanzicht fehlen mag. Wanneer we denken aan leren en dat woord Gottes verstaan, dan hebben we dat hier zo durch diesen vers, dat Paulus zegt dat we waren voor jullie bidden. God mag jullie jezelfde aanzicht geven dan. Dit wordt van Jezus wat openbaring komt. En wanneer dit eerst door is, dan staan we met einem, waar is dat zo klaar? Waar is dat zo interessant? En dat zo klaar? Verstehen Sie, wir beten, dass die Gott zu gefallen leben kann und durch gute Worte Frucht bringen und Gott immer nur kennenlernen. Eerst zeg ik dat we kan niet de beste gemeente hier en we kan al de beste dingen doen en God wordt er niet respecten. En wanneer we gezinnig zijn, dan doen we niet zoveel goede tijd waren en dan blijkt zich dat ware uit. Oké. So, onder dit, wat ik gezegd heb, kan viele Menschen die Freien sich zum Verstehen, dat Worten nicht wichtig sind. Die Freien sich total, sie meinen, dass wir sagen, no, Worten sind nicht wichtig. Ich habe einmal erkannt, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, ich bin sein Kind. Und mir ist mein Leben überhaupt nicht wichtig. Weil wir noch einmal verstehen lesen. Das sagt, wir beten, dass die Gott zum Gefallen leben kann und durch gute Worten Frucht bringt und Gott immer nur kennenlernen. Dat is Paulus zijn verlangen en dat zal ons verlangen zijn. Gode Worten haben en deel gode Worten haben, zoveel als mogelijk. We zullen ons üben, am gode Worten te haben. Nicht, dass wir geraten werden. Das ist ganz einzig und allein Jesus Christus sein Blut. Laatst deel mein Zeugnis mit. En dan glaube ich schon die Salz, weil ich sage, für was ich meinen Vater geholt habe, was uns erreicht hat mit dem Wort Gottes. Und dann frage ich, was das Port, was wir gemisst haben, dass ich nicht zur Klarheit kommen kann. Und das ist das Port. Sein Opfer, seine Gnade und dass ich das lebe. Bloß dort, durch dort habe ich gerade. Nicht durch Worten. Keine Worten. Aber wir sollen uns im guten Worten bemühen. Sehr. Und mag Gott uns stark merken, durch noch aus seiner Macht herrlich ist, dass die alles geduldig und mit Frieden uitholen kann. Paulus wist dat wanneer ik wel een Zeugnis, wanneer ik wel een Licht zijn, dan beter ik sie standhaft, beter ik sie geduldig. Heb je dat mal so gegaan, ups, dan heb ik mijn Zeugnis verdorben en daar heb ik niet geduldig genoeg gebleven. Wir haben es so gegaan. Dank Gott, dem Vater dafür, dass er uns fähig gemacht hat, das Aufgabe zu kriegen, was Christus für die Helden am Licht reingemacht hat. Er hat uns aus der Gewalt von der düsteren Macht rausgerat und hat uns nangesagt an das Reich von seinem Leben sehen, Jesus Christus. Und an Jesus haben wir unsere Rettung. Das meint, Jesus hat uns unsere Sünden vergeben. Wenn wir an unsere Worte denken, dann sind wir uns sehr kalt. Und dann sind wir uns nur nicht am Stehen, zu
zu detta Reich zu kommen, zu dieser Gerechtigkeit. Aber wenn wir an die Genut und an dieses Leben denken, wo wir nichts zu geben können, Gott darf uns dort Freiheit gekostet haben, bleib dort und dann bist du teilhaftig an dort. Bleib und vertrau dort. Das ist, was zu ein Leben von ein Christ gehören hat. Ich will hier schließen, weil wir zu beten. Lieber gerechter Gott vor dem Himmel, ich danke dir so sehr für das Wort. Ich danke dir für die Radung. Ich danke dir für wahrlich sein, das schwere Anmeldung war für die Menschheit, Schritt zu nehmen und unsere Sünden zu betonen und für deine große Liebe, für deine Genut, für deine Barmherzigkeit. Ich bete, dass es mag klar sein und ich freue dich für die Gemeinde und ich freue dich für jeder Zuhörer, Herr Jesus, dass du das wirst offenbaren, so dass Paulus uns lehrt, dass wir sollen für die Zuhörer beten. In Jesus' Namen. Amen.